Wir sind immer noch im Jahr 2020 und in dieser ersten von 2 Folgen geht es nach Italien und vor allen Dingen zu ganz besonderen Orten und Menschen, die wir in den Jahren danach immer und immer wieder besucht haben. Wir starten in München und am Ende sind wir in der schönsten Stadt Italiens. Viel Spaß! Als ob es nicht anders sein sollte. Wie auf so vielen unserer Touren starten wir in München bei strömenden Regen. Meine Kombi gibt schon auf den ersten Kilometern Richtung Garmisch auf, aber wir ziehen es eisern bis zum Zöller Berg durch. Nachdem ich im Restaurant immerhin die Unterwäsche wechseln konnte, treffen wir gleich hier meine Schwiegereltern, obwohl wir eigentlich erst im Hotel verabredet waren. Da zumindest der Regen aufgehört hat, beschließen wir nicht über die Autobahn, sondern über die Landstraße weiterzufahren. Kurz vor der Grenze tanken wir nochmal, kurz nach der Grenze halten wir zum Kaffee. Das Beste aus beiden Ländern, billiger Sprit und guter Kaffee. Danach geht es auf den letzten Abschnitt bis kurz hinter Sterzing. Hier haben wir dieses Mal durch Zufall ein Hotel gebucht, in das wir noch ganz oft zurückkehren werden. Der Gasthof zur Brücke in Mittelwald bietet nicht nur gute Stellplätze für Motorräder, Pool, Whirlpool und Sauna, sondern vor allem wird man hier von der Familie, die den Gasthof betreibt, so herzlich behandelt, dass es einfach nur schön ist. Am folgenden Tag machen wir uns bei bestem Wetter auf über die Bundesstraße Richtung Bozen und biegen dann links Richtung Karer See und Passo Rolle ab. Es ist Samstag und die italienischen Tiefflieger lassen es mal wieder richtig krachen. Nach einer Brotzeit mit Traumaussicht kurz hinterm Pass fahren wir weiter nach Bassano del Grappa. Wir übernachten mal wieder im Le 33 direkt an der Ponte Vecchio und essen diesmal auch hier bei Gilly zu Abend. Neben einem wirklich tollen Menü gibt es auch den hauseigenen Prosecco.
Nachmittags machen wir uns auf zu einer Tagestour auf den Monte Grappa. Wir müssen leider unsere Taschen packen, weil es bei Gelee für die nächste Nacht schon ausgebucht war. Im ersten Abschnitt erledigen wir noch die Essentials, tanken und nach dem Alimentari eine Brotzeit zum Mittag kaufen, bevor es dann direkt hinter Bassano auf die Auffahrt zum Monte Grappa geht. Die Landschaft der Dolomiten am Rand der Po-Ebene ist einfach noch faszinierend. Flach wie ein Brett erstreckt sich die Ebene vor uns. Immer wieder halten wir, um einfach nur den Blick ins Tal zu genießen. Auf 1175 Metern angekommen, nehmen wir uns dieses Mal die Zeit, uns das Kriegerdenkmal anzusehen, zu dem auch das größte Ossarium Italiens gehört. Fast 13.000 italienische und gut 10.000 österreichische Soldaten des Ersten Weltkrieges wurden hier oben bestattet. Noch etwas mitgenommen von der historischen Tragweite, machen wir unsere Brotzeit noch hier oben, bevor wir uns auf der Nordseite an die Abfahrt wagen. Die Strecke bringt uns schnell wieder auf andere Gedanken. Eine Kurve jagt die nächste und die Landschaft ist einfach nur gigantisch. Dieses Mal finden wir eine schöne Unterkunft kurz vor Bassano, in der sich beim Frühstück noch 2 Seelenverwandte finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu Teil 2 wieder. Like und subscribe. Ciao.